Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches und schnelles Fastfood-Rezept für eine Cheeseburger-Fladenbrot-Pizza. Dafür als erstes eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen. Jetzt 500 Gramm Hackfleisch, halb Rind und halb Schwein in die heiße Pfanne geben. Mit einem Kochlöffel etwas auseinanderreißen und für 4 bis 5 Minuten bei mittlerer bis hoher Hitze unter gelegentlichem Wenden krümelig anbraten. Das Hackfleisch anschließend mit einer sehr guten Prise Salz und frisch gemahlenem Pfeffer würzen. Außerdem gebe ich noch je einen Teelöffel Zwiebelpulver, geräuchertes Paprikapulver und Knoblauchpulver dazu. Einmal gut umrühren, damit sich alle Gewürze gleichmäßig verteilen können, kurz mit anrösten lassen und das Hackfleisch danach vom Herd ziehen. Jetzt bereiten wir noch die restlichen Zutaten vor. Eine rote Zwiebel in dünne Ringe schneiden, außerdem eine Tomate in Scheiben schneiden und zum Schluss habe ich noch 3 bis 4 Gewürzgurken ebenfalls in Scheiben schneiden. Jetzt kommen wir noch zur Burgersoße. Dafür 2 gehäufte Esslöffel Schmand, saure Sahne oder Creme Fraiche in eine kleine Schüssel geben, einen gehäuften Esslöffel Senf und 2 Esslöffel Ketchup dazugeben. Alles kurz miteinander verrühren und dann sind wir damit auch schon fertig. Jetzt fehlt nur noch das Fladenbrot. Einfach mit einem Messer vorsichtig mittig halbieren. Die beiden Fladenbrothälften dann jeweils auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben. Und jetzt können wir die Pizza belegen. Als erstes 2 bis 3 Löffel Soße auf dem Fladenbrot verstreichen, dann die Hälfte vom Hackfleisch draufgeben, gleichmäßig verteilen, schon mal etwas geriebenen Cheddar über das Hackfleisch geben. Jetzt Zwiebelringe, Tomatenscheiben und Gewürzgurkenscheiben auf der Cheeseburger-Pizza verteilen. Und zum Schluss kommt nochmals geriebener Cheddar drüber. So geht die Fladenbrotpizza dann in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Umluft oder 220 Grad Ober-Unterhitze für etwa 12 bis 15 Minuten, bis der Käse komplett geschmolzen ist. Die fertige Pizza anschließend aus dem Ofen holen. So sieht sie dann nach dem Backen aus. Jetzt müsst ihr sie nur noch in Stücke schneiden. Wer mag, kann zusätzlich noch Ketchup oder einen anderen Dip servieren. Und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.